Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind mitten in Dresden und wir freuen uns sehr, jetzt die Stadt anzugucken. Gerade eben auf dem Weg sind wir an der Innenstadt vorbeigefahren und es ist ja einfach gewaltig, was hier an Gebäuden steht. Mal gucken, wie gut Hedi das durchhält, aber jetzt geht's auf jeden Fall los. Das Albertinum liegt am östlichen Ende der Pröhlschen Terrasse in Dresden. Ursprünglich diente es als Waffenarsenal, wurde aber im ausgehenden 19. Jahrhundert zum Museumsgebäude umgebaut. Die Pröhlsche Terrasse ist heute die wohl schönste Flaniermeile der Elbestadt, die ihre Bezeichnung als Balkon Europas aus dem frühen 19. Jahrhundert völlig zurechtträgt. Das 500 Meter lange und bis zu 200 Meter breite Ensemble befindet sich am Elbufer auf den Resten der Festung Dresden, mitten in der historischen Innenstadt. Was gibt's denn hier für Schilder? Die Dresdner Frauenkirche wurde von 1726 bis 1743 nach einem Entwurf von Georg Behr erbaut und wurde zu einem Emblem sowohl des Dresdner Barocks sowie auch der berühmten Stadtsilhouette. Von Anfang an war sie aber auch mit gravierenden statischen Mängeln behaftet, welche nie richtig behoben werden konnten. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurden ihre wichtigsten tragenden Teile während der Luftangriffe auf Dresden in der Nacht vom 13. zum 14. Februar 1945 durch Hitze des in Dresden wütenden Feuersturms so geschwächt, dass sie am Vormittag des 15. Februar ausgebrannt in sich zusammenbrach. In der DDR blieb die Ruine erhalten und wurde als Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung belassen. Nach der friedlichen Revolution in der DDR begann Anfang 1993 die Enttrümmerung und ab 1994 der Wiederaufbau des Kirchbaus. Hello. Na, wie war es in der Frauenkirche? Sehr schön. Ich finde das so erstaunlich, weil als ich allererste Mal hier war, ich hatte Verwandtschaft hier in Dresden, Ja. Da war ich ungefähr so alt wie unsere Kleine jetzt. Zumindest, oder ich war bestimmt vorher auch schon mal hier, aber ich erinnere mich so ungefähr in dem Alter daran, dass wir hier vorbei sind. Und da waren das alles schwarze Trümmer, also schwarz durch die Witterung und Trümmer und es stand ein Schild da, hier stand mal die Dresdner Frauenkirche zerstört im Krieg. Und jetzt ist sie einfach wieder aufgebaut und so wunderschön. Das finde ich halt so faszinierend, muss ich sagen, und auch immer wieder schön. Der Fürstenzug in Dresden ist ein überlebensgroßes Bild eines Reiterzugs, aufgetragen auf rund 23.000 Fliesen aus Meißner Porzellan. Die Manufaktur haben wir übrigens letzte Woche besucht, schaut gern mal im Video vorbei. Das 102 Meter lange, als größtes Porzellanwandbild der Welt geltende Kunstwerk stellt die Ahnengalerie der zwischen 1127 und 1873 in Sachsen herrschenden 34 Markgrafen, Herzöge, Kurfürsten und Könige aus dem Geschlecht des Fürstenhauses Wettin dar. Rechnet man jedoch noch den am Schluss des Zuges reitenden Prinz Georg dazu, der später auch König war, dann ergibt sich eine Gesamtzahl von 35 Herrschern der Wettiner, die im Reiterzug zu sehen sind. Der Fürstenzug befindet sich in der Auguststraße unweit der Frauenkirche zwischen Georgentor auf der einen und dem Johanneum auf der anderen Seite. Hier wurde er in der heutigen Form im Jahre 1907 auf der Außenseite des Stallhofs vom Dresdner Residenzschloss angebracht. Achso, ich dachte, du guckst. Ja, hier gibt es ja auch eine für dich noch. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken. Achso, das darf man jetzt wieder nicht zeigen. Ein schönes alkoholfreies Prost. Eine schöne Apfelsaftschorle. Und wie schmeckt es dir? Ich habe noch nicht probiert, das ist gerade erst gekommen. Na, dann probier mal. Meine vegane Lasagne, Alforno. Hau rein. Das wird noch super heiß sein, das ist bestimmt frisch aus dem Ofen. Gut. Ja. War das alles heute? Was ich essen werde? Zum Essen? Die Das ist Beschreibung? der Auftakt. Ach so. Zur Abwechslung mal. Okay. Ja, es ist cremig, sahnig, tomatig. Fruchtig. Kann ich auch mal probieren? Italienisch.
Schaut euch gerne mal die Foodtour von Kalamata an. Wir verlinken es mal ganz oben. Käsig. So, ich glaube, das reicht. Wir haben gerade eine Eispause gemacht und jetzt gehen wir noch mal ins grüne Gewölbe, wenn alles klappt. Die Semperoper in Dresden ist das Opernhaus der Sächsischen Staatsoper Dresden. Die Sächsische Staatskapelle Dresden, eines der renommiertesten Orchester der Welt, wurde 1548 gegründet. Nachdem der erste Theaterbau von Gottfried Semper im Jahr 1869 abgebrannt war, wurde 1878 die Oper in ihrer heutigen Form eröffnet. Nach der Zerstörung durch die Luftangriffe 1945 besaß die Sächsische Staatsoper kein eigenes Haus mehr, bis 1985 die wiederaufgebaute Semperoper eröffnet wurde. In der Spielzeit 2017-18 besuchten rund 290.000 Besucher die Symphoniekonzerte, Opern- und Ballettaufführungen in der Semperoper. Der Zwinger ist ein Gebäudekomplex mit Gartenanlagen. Das unter der Leitung des Architekten Matthäus Daniel Pöppelmann und des Bildhauers Balthasar Permose errichtete Gesamtkunstwerk aus Architektur, Plastik und Malerei gehört zu den bedeutendsten Bauwerken des Barocks und ist neben der Frauenkirche das bekannteste Baudenkmal Dresdens. Sein Name Zwinger geht auf die im Mittelalter übliche Bezeichnung für einen Festungsteil zwischen der äußeren und inneren Festungsmauer zurück, obschon der Zwinger bereits bei Baubeginn keine dem Namen entsprechende Funktion mehr erfüllte. Das hat leider Dienstag geschlossen, das Residenzschloss. Und dummerweise ist heute Dienstag. Also da kommen wir heute nicht rein. Wir gucken mal, ob wir es morgen noch mal probieren. Echt schade. Aber naja, so ist es manchmal. Also ich habe gerade noch mal gelesen, das ist regulär Dienstag geschlossen. Also immer Dienstag geschlossen, das grüne Gewölbe. Mist. Wenn ihr dahin geht, 10 bis 18 Uhr, unter der Woche außer Dienstag. Dann gehen wir halt morgen nochmal. Auf jeden Fall. Oh, so, jetzt gehen wir zum Bus. Es ist einfach zu schwül heute. Ja, es ist nicht auszuhalten. Wahnsinn. Ich habe sogar schon überlegt, einfach ins Schwimmbad zu gehen. Ja, leider ist es heute so schwül, dass Hedi nicht mehr weiterläuft. Er hat keinen Bock mehr. Die hat keinen Bock mehr. Ist ja auch Jetzt nur nimmt sie ein Baby. Susanne Jetzt hoch. wechseln wir uns ab, versuchen sie irgendwie wieder heimzuschleppen. Es nützt nichts. Leider wird sie groß und es wiegt schon 12. Hedi, bist du schlepp? Hedi? Hedi, wie gefällt dir Dresden? Geil, oder? Also ich kann Lächeln bei Hedi sehen. Oh, Leute, es ist so unfassbar heiß. Also wirklich so richtig heiß. Vor allen Dingen so schwül, so feucht und schwül. Und es gewittert einfach nicht. Es bewegt sich kein Blatt hier am Baum. Hedi hat Angst hier vor dieser Feder. Hedi, es ist nur eine Feder. Eine Feder. Schau, eine Feder ist das. So, guckst du dir an?
Tja? Ja, also Hedi hat Angst vor der Feder. Wir schwitzen uns einen ab. Es hilft kein Eis. Es hilft kein gekühltes Getränk. Es ist einfach nur eine Affenhitze. Wir haben dann fluchtartig die Stadt verlassen, weil es gar nicht aushaltbar war. Und haben uns jetzt hier im Camper zurückgezogen. Ich war gerade noch ein bisschen was einkaufen. Jetzt haben wir gerade überlegt, morgen soll es noch heißer werden und immer noch nicht abkühlen. Vor allen Dingen auch nachts nicht. Und dann ist das wie in der Sauna hier drin bei uns im Bus. Jetzt haben wir uns überlegt, ob wir morgen, wenn uns Hedi weckt, das ist meistens so gegen 5 der Fall, ob wir dann in dem Zeitraum dann schon losfahren. Weil eigentlich wollte der Chrissy morgen noch mal mit unserer Kleinen ins grüne Gewölbe da den Schatz anschauen. Aber wenn das wieder so heiß wird, das macht erst 10 Uhr auf, dann brennt da schon wieder der Planet. Hedi, Vorsicht, du schmeißt das Wasser um. Und jetzt haben wir halt überlegt, ob wir weiterfahren ins Elbsandsteingebirge. Da ist es vielleicht ein bisschen kühler, weil auch Wald ist. Und wenn wir ganz früh fahren, dann bleiben wir vielleicht von der Hitze noch verschont und können dann später noch ins Freibad irgendwo gehen, mal schauen. Auf jeden Fall war es das für heute. Wir ziehen uns zurück, versuchen einfach zu überleben und nicht zu schmelzen. Und wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Guten Morgen. Wir haben jetzt Dresden verlassen, weil es einfach zu schwül war und heute auch wieder schwül werden soll. Und sind jetzt ganz in der Früh zur Bastei gefahren und gucken uns das mal an. Das ist schon richtig krass, wenn ihr das hier im Hintergrund seht. Also richtig heftig hier. Der Parkplatz kostet für Busse 24 €. Aber nichtsdestotrotz hat sich das hier echt gelohnt. Das ist Wahnsinn. Die Bastei ist einfach ein unfassbar schöner Platz, so spektakulär, wie diese Brücke dort in die Felsen reingebaut wurde und dann noch dazu die Aussicht über das Elbtal. Ganz am Horizont hinten sieht man die Festung Königstein, das ist schon ein echt krasser Platz. Aber es ist auch höchst frequentiert, gerade eben weil es so schön ist. Deswegen ist es zu empfehlen, antizyklisch hierher zu fahren, also zum Feierabend oder bevor die, sag ich mal, Touristenströme so anlaufen. Wir sind jetzt um 8 Uhr da gewesen, das war gerade noch okay. Es hätte noch eine Stunde früher sein können, auch einfach der Temperaturen wegen. Es ist jetzt schon wieder so unfassbar heiß, man kann es draußen überhaupt nicht aushalten. Deswegen sind wir auch jetzt wieder zurück. Keiner von uns hat lange durchgehalten. Irgendwie eine große Wanderung heute ist undenkbar. Hedi ist ja auch noch so klein. Von daher haben wir es uns in Ruhe angeguckt. Man kommt mit dem Fahrzeug relativ nah auch ran. Wenn man Glück hat, kriegt man da auch noch einen Parkplatz und muss da nicht so weit laufen.
Ja, und schaut euch auf jeden Fall mal an. Aus dem wunderschönen Elbsandsteingebirge ging es für uns mit einem kleinen Abstecher nach Tschechien ins Zittauer Gebirge. Im südöstlichsten Zipfel des Freistaats bildet es den deutschen Teil des Lausitzer Gebirges, das sich über die Grenzen Tschechiens, Polens und Deutschlands erstreckt. Insbesondere die Burgruine Eubin hat uns ins Zittauer Gebirge gelockt. So, das hat jetzt 8 € Eintritt gekostet. Und jetzt gucke ich mal, ob sich das lohnt hier. Burg Eubin von außen sieht so sensationell aus. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der bei der Hitze hier hochgeht. Aber ich muss einfach wissen, was hier oben ist. Boah. Geil. Also die Burgruine ist ganz gut besucht, aber hier auf diesem Turm bin ich jetzt der Einzige. Hat wahrscheinlich bei der Wärme niemand Lust hochzusteigen, aber das ist sensationell hier, der Ausblick. Unfassbar. Richtig cool hier, richtig schön. Hier weht auch ein angenehmer Wind, aber ich werde jetzt mal wieder runtergehen. Die Mädels warten im Auto. Denen war das heute zu heiß und wir haben ja auch noch Hedwig, die das vielleicht nicht schafft, die Treppen hoch. Aber es war echt richtig cool, ja, richtig schön. Und was besonders schön ist hier, sind diese alten Gemäuer. Die ganzen Räume hier, die sehen aus wie original, beziehungsweise wie man sich so vorstellt, wie so eine alte Mönchsburg oder Ritterburg ausgesehen hat. Also wenn ihr hier seid, dann geht auf jeden Fall in diese Burg rein, bezahlt die 8 €, das lohnt sich 100%ig.
So Leute, das war's für mich. Ich stecke fest. Ich habe zu viel trainiert in letzter Zeit. Ich komme nicht durch. Nee, ein bisschen seitlich, dann geht das schon. Wie schön das hier ist, das ist der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Oh. Richtig cool. Schaut es euch mal an. Ja, werden so 40, 50 Zentimeter sein hier. So, jetzt kommt noch mal ein Nadelöhr. Wow. Also hammermäßig. Hammermäßig. Und diese Felsspalten hier rund um die Burg, die sind auch der Hammer. Also richtig, richtig schön. Ich kann es nur betonen, wenn ihr mal hier seid, geht auf jeden Fall in diese Burg rein. Guckt es euch an. Hammer. So, es geht wieder zurück. Also wirklich, das hat richtig Spaß gemacht hier. Jetzt muss ich aber ganz schnell zu den Mädels zurück. Die warten bestimmt schon. Bis später. Alleine hier der Weg zu der Burg ist schon extrem sehenswert, finde ich. Extrem cool. Leider sind es 30 Grad heute. Und deswegen werden wir jetzt zu einem See in der Nähe fahren und uns ein bisschen abkühlen. Ich freue mich schon sehr drauf. Ich schwitze jetzt auch ein bisschen. Das merkt man schon. Immer schön viel trinken heute bei dem Wetter. Ganz wichtig. Wir sind alle wieder zusammen und machen noch einen kleinen Ausflug zu den, wie heißen die, Susanne? Teufelssteine? Kelchsteine. Zu den Kelchsteinen. Das war übelster Zufall, dass wir die überhaupt gefunden haben. Wir jetzt nur dran vorbeigefahren sind. Aber die sehen auch schon wieder krass aus. Die Kelchsteinfelsen sind eines der bekanntesten Naturdenkmäler des Zittauer Gebirges. Sie befinden sich ca. 1 Kilometer südlich von Eubin in einem flachen Waldtal auf der linken Seite der Straße nach Lückendorf. Die mächtigen Felsen bestehen aus Kreidesandstein, der aufgrund seines hohen Eisenoxidgehalts rosa bis tiefrot gefärbt ist. Da der Sandstein an der Unterseite der Felsen weniger fest ist als an der Oberseite, hat die Erosion unterschiedlich große Überhänge an den Felsen hinterlassen. Der massivere Felsblock wird Kelchsteinwächter genannt. Daneben steht der etwa 17 Meter hohe Kelchstein, der durch seine runde Form und die überhängenden Wände das unverwechselbare Aussehen eines Kelchs oder eines Knüppels hat. Dieser bemerkenswerte Felsen ist auch zu einem Symbol für den lokalen Klettersport geworden. So, wir sind angekommen. Wir müssen uns erstmal ein bisschen regenerieren. Wir haben viel gesehen heute. Und jetzt nutzt man die Zeit, um ein bisschen hier zu baden. Ganz in der Nähe von Görlitz. Wunderschön hier. Wo genau wir angekommen sind, das erfahrt ihr nächste Woche. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss!